Okay. So, und jetzt zeige ich euch, wie man ein gutes mostviertlerisches Bauernbrot backt oder bäckt. Die Zutaten sind einmal 10 Kilo Dinkel und 11 Kilo Roggen, halbes Kilo Salz, Gewürzmischung und 3 Würfel Germ. So, und dann wird alles zusammengemischt, das Wasser kommt dazu und dann geht das Kneten los. Und dann der Teig kann von 5 Uhr bis 12 Uhr zum Mittag aufgehen, aufquirlen und dann wird er noch einmal in die Portionen gemacht und wird in die Simperl reingegeben. Darin kann er noch einmal circa 2 bis 3 Stunden rasten und in der Zwischenzeit wird der Backofen angezündet. Immer wenn ich den Ofen anzünde, sage ich immer zu den Kindern, der Fernseher ist eingeschaltet. Und dann sitzen sie oft eine Stunde vom Knistern vom Feuer und von den langsamen Flammen, was aufsteigen im Ofen und genießen den Anblick. Eine grobe Hitzeprobe ist, wenn die Decke vom Backofen so weißlich wird, dass der Ruß, was am Anfang von der Flamme entsteht, runtergebrannt ist, dann ist auch ein Zeichen, dass genug Hitze drinnen ist. Und die feine Abstimmung mache ich mit dem Mehl. Und die restliche Glut wird dann mit einem Grasbesen vom Fichtengras herausgewischt, herausgeputzt. Vor den Einschieben habe ich von einem Kinderbuch, wo das Brotbacken ein bisschen beschrieben ist, herausgefunden, dass das eine gute Hitzeprobe ist. Da nimmt man einen Klumpen Mehl auf einen Punkt hineinschmeißen und wenn das Mehl zu schnell schwarz wird, dann ist noch zu viel Hitze drinnen. Und wenn der Ofen zu heiß ist, dann kann man entweder warten oder ich tue oft so den kalten Wasser in den Ofen reinsprühen und dann wieder mal die Hitzeprobe machen. Und so arbeite ich mich runter, dass die richtige Hitze im Ofen steht. Ja, und somit können wir mit dem Einschieben von der Brotleibe beginnen. Das machen immer meine Kinder, helfen da fleißig mit. Und da lege ich sie dann auf so einen Einschieber darauf und schiebe sie in den Ofen rein. Und vorher wird es noch ein bisschen mit einem kalten Wasser eingesprüht. Das kalte Wasser ist, dass die Kruste besser wird, knackiger wird. Äh, ja. So, und zu der Größe von der Leibe, das ist im Ofen, im Holzofen egal wie groß, ob das jetzt ein Dreiviertel Kilo Leib ist oder 3 Kilo Leib, die werden immer gleich nach 50 Minuten fertig. Ja, und wenn die 50 Minuten rüber sind, dann hole ich meine Kinder und dann wird das Herausnehmen von der Brotleibe begonnen. Ist immer wieder eine Überraschung, wie das Brot aussieht. Das sieht nicht immer gleich aus, obwohl ich immer die gleiche Menge habe. So, beginnen wir jetzt mit dem Rausnehmen von der Brotleibe. Dabei wird beim Rausnehmen mit einem feuchten Tuch das Brot noch einmal äh, abgewischt und abgekühlt ein bisschen. Das ist, dass die Hitze leichter entweichen kann. Und dann wird es auf dem Tisch aufgelegt und kann dort weiterhin abkühlen. Und indem das in dem Brot für ca. 27 Kilo Brot, was da auf einmal reinkommt in den Ofen, nur 3 Würfel Germ, sprich Hefe, kann man das Brot gleich aus der Wärme essen. Nur mit Butter ist am besten so warm oder ein bisschen Käse oder ein Speck dazu. Und dann geht meistens aus der Frische schon ein Laib mit ca. 1,60 Kilo in unseren Bauch. 5 Leute. Ja, ich hoffe, ihr bekommt auch einmal irgendwo so ein gutes Holzofenbrot mit der Hand geknetet. So schmeckt's und hält's auch am besten. Danke und guten Appetit.